Im 5. Kapitel, auf das ich nun eingehe, geht es um die Beziehung zwischen Grundrechten und dem Begriff des Status. Der Begriff des Status ist von Georg Jelinek in seinem berühmten Buch System der subjektiven öffentlichen Rechte, das 1905, also vor 110 Jahren, in 2. Auflage in Tübingen erschienen ist, eingeführt worden. Dieses Buch war eine große Inspiration für mich bei der Anfertigung meiner Theorie der Grundrechte. Jelineks Buch ist der beste Beweis dafür, dass es im Recht und auch im Verfassungsrecht so etwas wie ewige Wahrheiten gibt. Die Jelinek'sche Statustheorie wird zwar verbessert werden können in der Zukunft, aber niemals widerlegt werden können. Jelinek unterscheidet, ich lasse eine Kleinigkeit aus, 3 verschiedene Arten des Status. Der erste Status, oder ich nenne sie erst der Status Negativus, der Status Positivus und der Status Activus. Der Status Negativus betrifft Rechte des Bürgers auf Unterlassungen des Staates. Zum Status Negativus gehören die klassischen liberalen Abwehrrechte. Der Status Positivus betrifft, wie schon der Name sagt, positive Rechte. Das heißt, Rechte des Staates auf ein positives Tun. Wir werden in späteren Kapiteln genauer erfahren, wie der Status Positivus im Einzelnen ausgestaltet ist. Es geht vor allem um Grundrechte auf Schutz des Bürgers vor anderen Bürgern und um soziale Grundrechte. Der dritte Status ist der Status Activus. Das wichtigste Element des Status Activus ist das Wahlrecht. Es ist nicht Status Negativus, kein Abwehrrecht, das Wahlrecht. Es ist aber auch kein Status Positivus Recht, denn es muss nichts geleistet werden. Es ist das Recht des Bürgers, in einem rechtlich geregelten Verfahren am demokratischen Willensbildungsprozess teilzunehmen. Deshalb ist der Status Positivus die grundrechtliche Dimension, die am engsten mit der Demokratie verbunden ist. Natürlich sind auch andere Rechte mit der Demokratie verbunden, etwa das Recht der Meinungsäußerungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit und der Demonstrationsfreiheit. Aber ohne den Status Activus gäbe es keine Demokratie. Jelineks Theorie könnte noch viel intensiver und tiefer behandelt werden. Ich will mich auf einige kurze abschließende Bemerkungen beschränken. Jelineks Theorie, ich habe bereits von ewigen juristischen Wahrheiten gesprochen. Jelineks Theorie zeigt zugleich die Möglichkeit von Fortschritten in der rechtlichen Erkenntnis mit Hilfe formaler Methoden. Im letzten Kapitel, dem 4. Kapitel, habe ich an die Tafel die 3 Grundformen der grundrechtlichen Position dargestellt. Die Rechte auf etwas, die Freiheiten und die Kompetenzen. Mit Hilfe dieser Grundformen kann die Statustheorie weiterentwickelt werden. Das ist die These, dass die großen Wahrheiten der Grundrechtstheorie mit Hilfe von logischen, wir haben es gesehen bei den juristischen Grundpositionen, und mathematischen
wir haben es gesehen, bei der Gewichtsformel Instrumenten weiterentwickelt werden kann. Vor diesem Hintergrund schließe ich meinen Bericht über das 5. Kapitel damit, dass es ein großes Vorbild meiner Theorie der Grundrechte gibt. Das größte Vorbild, das ich habe, Georg Jelineks Buch Das System der subjektiven öffentlichen Rechte in 2. Auflage 1905, also vor 110 Jahren erschienen.